Ich möchte schon was Schönes machen, na klar, logisch. Jeder Künstler will, glaube ich, was Schönes machen. Ja, ich bin der Sven Wiegand aus Worbis und ich bin Künstler, Tätowierer, Maler, 45 Jahre alt. Meinen künstlerischen Zugang, den habe ich im Prinzip in frühester Kindheit bekommen durch meine Schwester und meine Mutter und auch später durch eine Lehrerin, die mich in so einen Förderzirkel aufgenommen hat. Und da habe ich meine erste künstlerische Prägung her und bin von dort aus auch immer delegiert worden zu verschiedenen Lehrgängen in der Schulzeit, in der DDR-Zeit damals. Und auch später habe ich verschiedene Seminare an verschiedenen Akademien besucht. Ich bin eigentlich eher so ein Hundefan, aber egal, ich habe seit vorher Woche auch eine Katze. Ist mir zugelaufen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass die Kunden, die zu mir ins Studio kommen, dass sie sich bei mir auch irgendwie aufgenommen fühlen und wohlfühlen. Zum Tätowieren bin ich gekommen, im Prinzip eigentlich mehr durch Zufall. Ich wollte eigentlich damals mich beruflich verändern und wollte mich mit Airbrush befassen, also im Prinzip Lackierungen, so Designlackierungen für Motorräder und Autos. Und die Ausstattung dafür, die war recht teuer und bin dann bei der Bundeswehr zum Tätowieren gekommen. Durch andere, die sich Designs von mir zeichnen lassen wollten. Und irgendwann war der Wille da, das vielleicht auch selbst zu machen. Es gibt schon einige Parallelen zwischen Tätowieren und Malerei. Es gibt aber auch große Unterschiede. Zum einen ist beim Tätowieren ist halt immer der Kunde mit dabei. In die Malerei, da bin ich ganz alleine mit mir und der Farbe und der Leinwand. Das sind also große Unterschiede und es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Die Art und Weise des eigentlichen Tuns ist eigentlich schon ziemlich ähnlich. Heute ist das bei mir so eine schöne Interaktion zwischen Tattoo und Malerei. Ne? Das befruchtet sich gegenseitig bei mir so ein bisschen. Ich bin da jeden Tag am Feilen, ja. Also wenn ich was sehe, was andere genauso machen wie ich, dann versuche ich das schon wieder umzuändern. Die Quelle der Inspiration ist für mich zum großen Teil die Natur. Das sind bestimmte Formen, die immer wiederkehren und die nehme ich halt auch oft als Inspirationsquelle. Auch die Arbeit anderer wird wahrgenommen, aber das muss gefiltert werden bei mir. Das muss gefiltert, kommt das als Tattoo bei mir wieder auf die Welt, sage ich mal, oder auch auf die Leinwand. Metamorban ist ein Begriff, ist eine Wortfindung von mir, die ich erschaffen habe, weil ich natürlich immer wieder vor dieses Problem kam, dass Kunden oder Mitmenschen mich gefragt haben, Mensch, wie nennst du das, was du da machst? Hat das einen Namen? Wenn du sagst, das ist dein Stil, dann beschreib mir doch mal deinen Stil. Das höre ich halt sehr oft und dann stehe ich immer vor dem gleichen Problem. Und deswegen habe ich dem Kind jetzt praktisch einen Namen gegeben. Und dieser Begriff Metamorban ist einfach eine Zusammensetzung aus Metamorphose und Urban. Und Metamorphose, kennt jeder, ist diese Entwicklung, eine Neuentwicklung oder eine Veränderung, Evolution vielleicht auch im weitesten Sinne, dass man sich vielleicht auch einfach an seiner Arbeit eine Entwicklung sieht und diese Urbanität, das ist eben dieses Leben, was uns umgibt, was auch ständig von mir aufgenommen wird. Ne? Also dieses städtische, kulturelle Leben, in dem wir uns alle befinden und der auch Teil meiner Arbeit ist. Ich glaube, ich komme aus dieser Tretmühle nicht mehr raus. Das wird wohl tatsächlich die nächsten 20, 30 Jahre so weitergehen. Ja, ich habe nicht vor, irgendwas anderes zu machen.